Staatliche Überwachung, Zensur, Falschnachrichten. Das Internet ist zum Kampfplatz um die Wahrheit geworden. Digitale Rebellen lehnen sich auf gegen autokratische Staaten, im Netz und auf der Straße. Sie bringen sich selbst in Lebensgefahr, angetrieben von ihrem Mut und tiefer Überzeugung. Wenn du eine Ungerechtigkeit siehst und nichts dagegen tust, verlierst du deine Menschlichkeit. Doch was können sie erreichen im Kampf gegen die großen Propagandamaschinen? Die wehren sich mit aller Macht. Nicht nur autoritäre Länder und Diktaturen verfolgen ihre Kritiker, sondern auch vereinzelt der eigentlich liberale demokratische Westen. Eine Gesellschaft, die es duldet, dass Kritiker, Journalisten inhaftiert werden, weil sie ihre Arbeit machen. Da gibt es keinen Unterschied zwischen dem Vereinigten Königreich oder Russland oder China. Es gibt keinen. Social Media und die Anonymität im Internet sind für Oppositionelle von unschätzbarem Wert. Sie können sich weltweit Gehör verschaffen. Aber die Empire schlagen zurück. Dabei geht es häufig um Leben und Tod. Wang Zhixian wurde zum Feind des größten und mächtigsten Propagandaapparats der Welt. Mitten im Kriegsgebiet, in der Ukraine. Ich bin ein chinesischer Staatsbürger, der vor dem Krieg schon in Odessa lebte. Der 38-Jährige wuchs in Peking auf. Er ist Programmierer, Experte für künstliche Intelligenz und Hobby-Vlogger. Es fing damit an, dass ich beschloss, meine Kamera zu nutzen, um meinen Followern das wahre Leben zu zeigen, das ich hier lebe. Es ist Ende Februar. Die Russen beginnen gerade ihren Angriffskrieg auf die Ukraine. Auf der chinesischen Social-Media-Plattform WeChat postet er Bilder aus Odessa. Plötzlich fragen seine Follower, warum er das Land nicht verlasse. Die chinesische Regierung habe doch Evakuierungsflugzeuge geschickt. Das berichten die staatlich kontrollierten Medien in China. Doch es gibt keine Evakuierungsflugzeuge. Über diesen Widerspruch zwischen Falschnachricht und Realität macht Wang Zhixian ein Video und postet es auf WeChat. Nach dem ersten Video, je mehr Fragen ich zu beantworten versuchte, desto mehr falsche Informationen tauchten auf. Es war endlos. Wie er sich denn ernähre? Es gäbe doch gar kein Essen mehr in Odessa. Oder kein Trinkwasser, schreiben seine Follower aus China. Die chinesischen Medien hätten das gesagt. Zu Anfang haben mich einige Nachrichten gestresst oder mir Angst gemacht. Gibt es wirklich kein Trinkwasser mehr in Odessa? Ich war verunsichert von den Informationen aus China, aus dem chinesischen Staatsfernsehen. Also geht Wang Zhixian raus. Mit seiner Handykamera zum Supermarkt. Alles ist noch da. Obst, Gemüse, Eier, Fleisch. Es gibt so viele Gerüchte. Es geht um den Preis für Lebensmittel. Es geht um China. Außerdem sagen die Leute, dass hier alle Nazis sind. Das fand ich völlig seltsam. Was meinen die mit Nazi? Und dann, Mitte März, ist sein WeChat-Account plötzlich geblockt. Der Grund? Dieses Video. Im Video fragt er seine chinesischen Follower, warum unterstützt ihr Putin? Er stehe auf der Seite der Ukraine, denn es handle sich um einen Angriffskrieg von Seiten Russlands. Die Ukrainer seien die Opfer. Ich weiß nicht, was ich in diesem Video Falsches gesagt habe, aber von da an bekam ich ernsthafte Schwierigkeiten.
Du verlierst deinen Job, du verlierst dein Einkommen. Das ist dein sozialer Tod. Und das ist noch das Beste, was einem in so einer Situation passieren kann. Es gibt noch viel Schlimmeres, nämlich Folter, Verhöre, Inhaftierung, Vergewaltigung. Es kann mit dem Tod enden. Der Journalist Philippe Nobel betreut ein internationales Netzwerk von Bloggern. Digitalen Einzelkämpfern gibt er Reichweite, indem er über sie schreibt, ihre Inhalte teilt und sie weltweit verbreitet. Philippe Nobel war einer der ersten, der den Kampf von Wang Zhijian für die Wahrheit gesehen hat. Es gibt einen Wendepunkt in diesen Videos, an dem er plötzlich extrem politisch wird. Über Themen spricht wie Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, freie Medien, Zugang zu Informationen. Und das nun wird in China gar nicht gern gesehen. Erst recht nicht beim Krieg in der Ukraine. Besonders zu Beginn des Angriffs steht die chinesische Regierung an der Seite Russlands. Russland ist ein wichtiger Verbündeter, auch gegen die USA. Beide Länder wollen an lukrativen Wirtschaftsabkommen festhalten. Kritiker wie Wang Zhijian, die von der offiziellen Propagandalinie abweichen, werden schnell zu Staatsfeinden. Wenn er beschließt, nach China zurückzukehren, wird er mit Sicherheit in irgendeiner Form verhört und überwacht werden. Vielleicht kann er China nicht mehr verlassen. Die chinesische Parteiführung setzt ihre autoritäre Herrschaft mit Polizeigewalt und moderner Überwachungstechnologie durch. Chinesische Städte sind mit Millionen von Kameras gespickt. Bei der Polizei laufen riesige Datenmengen zusammen. Auch Telefonnetz und Internet sind komplett überwacht. Verschlüsselungstechnologien sind verboten. Regierungskritik, auch im Netz, endet schnell mit Gefängnis, manchmal mit Folter, Mord. Kein anderes Land richtet laut Amnesty International so viele Menschen hin und sperrt Andersdenkende ein. Ende 2021 waren mehr als 45.000 Menschen aus politischen Gründen in Haft. Es ist wichtig zu verstehen, dass die chinesische Zensur nicht auf China selbst beschränkt ist. Wang Qichang ist das perfekte Beispiel dafür. Etwas, das die Menschen wissen müssen. Als Kritiker bist du nie sicher. Du bekommst Drohungen. Es können Telefonanrufe sein, Morddrohungen, auch Drohungen gegen deine Familie. Ähnliche Gefahren erwarten Dissidenten in Russland. Für ihre Schicksale setzt sich Denis Scherdov ein und riskiert damit seine Freiheit und sein Leben. Jeden Tag könnte ich als ausländischer Agent deklariert werden. Denis Scherdov ist ein Menschenrechtsanwalt aus Russland. Er arbeitet seit 2016 für OVD Info, ein unabhängiges Bürgerrechtsportal. Im Infokrieg, in dem der Kreml versucht, die Menschen mit Propaganda ruhig zu stellen, sind die Aktivisten von OVD Info die digitalen Rebellen. Ihre Munition sind Informationen. Sie veröffentlichen die Zahl der Verhaftungen bei regierungskritischen Demonstrationen. Als einzige unabhängige Quelle dafür sind sie für ausländische Medien von unschätzbarem Wert. Hier veröffentlichen wir Daten über die Unterdrückung von Demonstranten gegen den Krieg in Russland, über verletzte Menschen. Dieses Mal ist die Polizei noch grausamer als sonst. Doch Ende Dezember hat die russische Medienbehörde OVD Info zensiert und gesperrt. In Russland kann man ihren Inhalt jetzt nicht mehr sehen, es sei denn, man benutzt einen VPN. VPN steht für Virtual Private Network, eine Software für einen verschlüsselten Internetzugang. Sie ermöglicht Internetnutzern, anonym zu surfen und ihren Standort zu verschleiern. Das heißt, über einen VPN kann ein Internetnutzer in Russland so surfen wie einer in Deutschland und so die russische Zensur umgehen. Aber inzwischen haben die russischen Behörden angefangen, die Software zum Teil zu blocken. Digitale Überwachung beherrscht auch die Straßen Moskaus. Über 100.000 Kameras sind mit Gesichtserkennungssoftware ausgestattet. Zugriff haben die Geheimdienste. Sie sammeln Daten über Oppositionelle
und legen Listen mit regierungskritischen Internetnutzern an. Der offizielle Grund: die Bekämpfung von Terrorismus, Extremismus und Spionage. Mit dieser Begründung gehen die Behörden auch gegen Menschen bei regierungskritischen Demonstrationen vor. In den ersten 100 Tagen des Ukraine-Kriegs verhaftete die russische Polizei laut OVD-Info mehr als 15.000 Personen. Im Netz tobt ein Infokrieg. Angestellte von Putin-nahen Trollfabriken verfolgen zu Tausenden Oppositionelle mit Beschimpfungen und Verleumdungen, verdrehen die Wahrheit, streuen Desinformation und Hass. Kritiker sind schnell Vaterlandsverräter. So auch Denis Scherdov. Er ist jetzt schon auf einer Webseite als Staatsfeind gelistet, mit Foto und Lebenslauf. Betrieben wird die Seite von einer kremlnahen Bürgerwache. Natürlich habe ich Angst. Und ja, ich habe unterschiedliche Emotionen. Und ich habe auch Angst vor Verfolgung. Wie brutal ein Regime zuschlagen kann, hat Mariam Al-Khawaja schmerzlich erfahren. Mit den Folgen eines Verhörs kämpft sie bis heute. Ich kann 10 bis 15 Minuten gehen, aber ich habe noch einen langen Weg der Heilung vor mir. Er ist langsam, aber es geht voran. Mariam Al-Khawaja ist Menschenrechtsaktivistin aus Bahrain. Das dort regierende sunnitische Königshaus duldet so gut wie keinen Widerspruch. Schon ihre Eltern lehnten sich dagegen auf. Meine Eltern haben uns beigebracht, dass man seine eigene Menschlichkeit verliert, wenn man eine Ungerechtigkeit sieht und nichts dagegen unternimmt. Im Jahr 2011 bricht der arabische Frühling aus. Auch in Bahrain protestieren die Menschen friedlich gegen die Regierung. Mariam Al-Khawajas Vater ist einer der Anführer der Proteste. Seine Tochter hilft ihm, koordiniert die Demos über Facebook und Twitter. Sie dokumentiert mit Videos und Fotos den Kampf der Menschen. Zentrum der Proteste ist der Pearl Square in der Hauptstadt Manama. Doch dann kommt der 17. Februar 2011. Es war gegen 2, 3 Uhr nachts. Die Leute schliefen und jemand kam angerannt. Kleine Kinder, sie riefen, sie kommen, sie kommen. Ich erinnere mich, wie die blinkenden blauen Lichter langsam die ganze Brücke einnahmen. Die Bereitschaftspolizei kam heraus und ohne Vorwarnung begann sie zu schießen. Mariam Al-Khawaja entkommt der Gewalt. Ihr Vater auch. Vorerst. Er sagte mir, du gehst raus und sorgst dafür, dass wir nicht in Vergessenheit geraten. Du sorgst dafür, dass die Leute über uns reden, dass sie wissen, was mit uns passiert. Mariam Al-Khawaja verlässt das Land. Im letzten Moment. Sie haben den Kreisverkehr geräumt. Sie töteten Menschen. Und dann begannen die Verhaftungen. Und zuerst haben sie meinen Onkel verhaftet. Sie hielten seinen Kindern Pistolen ins Gesicht und warfen ihn vor den Augen seiner Familie vom Dach und brachten ihn weg. Dann wird auch ihr Vater verhaftet. Ich habe mir den Twitter-Account meiner Schwester angesehen. Dort erzählte sie genau, was passiert war. Wie sie kamen, wie sie ihn schlugen, wie sie ihn die Treppe hinunterschleppten und sein Blut auf jeder Stufe war. Dass wir nicht wissen, ob er tot oder lebendig ist. Und ich weiß noch, wie ich im Zug saß und dachte, ich habe versagt. Ich habe versagt, meine Familie zu beschützen. Ein Schock. Doch für Mariam Al-Khawaja gibt es keinen Zweifel. Sie wird den Kampf ihres Vaters fortführen. Unermüdlich versucht sie westliche Regierungen davon zu überzeugen, sich für Freiheitsrechte in der arabischen Welt einzusetzen. Denn die Bedrohung ist real. 2013 wird bekannt, dass der bahrainische Staat mit Software der britisch-deutschen Gamma Group Telefone und Computer von Oppositionellen überwacht haben soll. Auch eine frühere Tochterfirma von Siemens, Trovicor, soll Überwachungssoftware geliefert haben, sogenannte Trojaner. Sie schleusen Schadcode, zum Beispiel in Form von Links oder einem angehängten Dokument auf Handys, Computer oder Tablets. Klicken die Opfer darauf, haben Überwacher den kompletten Zugriff.
Sie können Telefonate belauschen, SMS, Suchanfragen und E-Mails mitlesen, Standorte erfassen. Einfach alles. Eine Gefahr nicht nur für die Dissidenten selbst, sondern für alle, mit denen sie digital in Kontakt sind. Sich gegen diese Art von hochprofessioneller Überwachung zu schützen, ist so gut wie unmöglich. Die Ausgespähten erfahren oft nie, dass sie überwacht werden, bis sie verhaftet werden. Mariam Al-Khawaja hat solche Angriffe bisher abgewehrt. Wo sie kann, benutzt sie Krypto-Apps und verschlüsselt E-Mails. Weltweit trainiert sie Aktivisten in digitaler Sicherheit. Bedrohungen bis hin zum Tod scheinen für Regierungskritiker im Westen weit weg. Doch in einzelnen Fällen schlagen auch Länder wie die USA hart zu, wenn sie sich massiv angegriffen fühlen. Andi Müller-Magun ist im Vorstand der WOW Holland Stiftung, die Journalisten und Whistleblower unterstützt. Edward Snowden ist sicherlich ein gutes Beispiel dazu, der eben als ehemaliger Mitarbeiter der US-Geheimdienste Sachen öffentlich gemacht hat und dafür ja auch mit dem Tode bedroht wurde. Und das ist jetzt irgendwie ein merkwürdiger Witz der Geschichte, dass er ausgerechnet in Russland gelandet ist. Ebenso im Visier der USA Julian Assange. Die WOW Holland Stiftung zahlt einen Teil der Anwaltskosten des Journalisten im Streit um seine Auslieferung von Großbritannien an die USA. Also WikiLeaks hat ja dieses Video veröffentlicht, wo US-Militärangehörige, Reuters-Journalisten und andere Zivilisten einfach erschießen. Und das ist zwar nicht als Kriegsverbrechen abgeurteilt, erfüllt aber alle Kriterien, das hat ja auch die UN analysiert. Und die US-Regierung steht trotzdem auf dem Standpunkt, dass es eben geheimes Videomaterial war und dass es ein Verbrechen ist, das öffentlich zu machen. Jetzt wollen die USA Assange wegen Spionage anklagen. Der eigentlich problematische Teil ist dass die US-Regierung lange als ein Garant der Informationsfreiheit, auch der Presse- und Medienfreiheit galt. Und dadurch, dass die jetzt das Prinzip über Bord geworfen haben, gibt es eben viele andere Regierungen, die sich dadurch quasi ermutigt fühlen, jetzt auch gegen Journalisten vorzugehen. Und deswegen hat dieser Fall Assange und WikiLeaks eine ganz grundlegende Bedeutung. Völlig unabhängig davon, ob man den Mann leiden kann oder nicht, sondern es geht hier tatsächlich um den Kern der Pressefreiheit. Stella Assange ist die Frau von Julian Assange. Der Journalist und Publizist sitzt seit 3 Jahren im Hochsicherheitsgefängnis in London. Ohne Urteil. Weil er Beweise dafür veröffentlicht hat, dass die größte Supermacht der Welt, die Vereinigten Staaten, im Irak und in Afghanistan Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung begangen und in Guantanamo Bay gefoltert haben. Er hat die Supermacht bloßgestellt und jetzt rächt sich die Supermacht. Jetzt hat die britische Regierung seiner Auslieferung an die USA zugestimmt. Dort drohen ihm 175 Jahre Haft. Für Stella Assange, die als Juristin auch Teil von Julian Assanges Anwaltsteam ist dies schwer zu ertragen. Sie geht davon aus, dass ihr Mann im Gefängnis sterben wird. Entweder durch Selbstmord oder durch die Folgen von Einzelhaft und Isolation. Es geht also wirklich um Leben und Tod. Es geht hier um alles. Das Paar hat 2 Söhne. Stella Assange sagt, sie habe manchmal das Gefühl, in 2 verschiedenen Realitäten zu leben. Auf der einen Seite das Leben mit ihren Kindern, Alltag, Gespräche in der Schule. Auf der anderen Seite ihr Mann, weitestgehend in Isolationshaft, in einem westeuropäischen Land. Die Realität ist, dass ein unschuldiger Mann mitten in London inhaftiert ist. Seit 3 Jahren, weil er Kriegsverbrechen und den Mord an Zivilisten aufgedeckt hat. In was für einer Welt leben wir? Die Regierung der USA sieht das anders. Sie will Julian Assange wegen Spionage und der Gefährdung der nationalen Sicherheit anklagen. Die CIA soll sogar geplant haben, Julian Assange umzubringen. Das geht aus einer Recherche von Yahoo News vom September 2021 hervor. Ein Grund:
2017 veröffentlichte WikiLeaks die Hacking-Werkzeuge der CIA unter dem Namen Vault 7. Um in China ins Visier des Staates zu geraten, braucht es weit weniger. Laut Schätzungen gibt die chinesische Regierung rund 6,6 Milliarden US-Dollar im Jahr für Zensur aus. Mehr als 2 Millionen Menschen arbeiten im Bereich der Internet- und Medienkontrolle. Sie heißen offiziell Meinungsforscher, sind angestellt in der Propagandaabteilung der Kommunistischen Partei, bei Nachrichtenseiten und privaten Unternehmen. Die Kontrolle ist so gut wie total. Das Land hat sich vom globalen Internet abgeschirmt und ein eigenes landesweites Intranet aufgebaut. Ein Splinternet. Zum Beispiel sind die Dienste von Google oder Meta, der Mutter von Facebook und Instagram, in China gesperrt. Es gibt also kein Gmail, kein Google Maps, kein YouTube oder WhatsApp für Chinesen. Für alles gibt es jedoch Alternativen von chinesischen Unternehmen. Die sind von der Regierung angehalten, die Nutzerinnen und Nutzer zu überwachen. Das läuft so. Die Unternehmen setzen Algorithmen ein, um ihre Plattformen nach bestimmten Gesichtern, Bildern und Schlüsselwörtern zu durchsuchen. Sind diese nicht von der Regierung erwünscht, werden sie zensiert. Die soziale Medienplattform WeChat ist hier ein Beispiel. Sie gehört zwar einem privaten Unternehmen, Tencent, doch Tencent erledigt die Überwachung der WeChat-Nutzerinnen und Nutzer für den chinesischen Staat. Es ist eine Kontrolle, der sich Chinesen so gut wie nicht entziehen können. WeChat ist eine Software für soziale Medien, an der Sie nicht vorbeikommen, wenn Sie ein chinesischer Staatsbürger sind oder in China leben. WeChat ist Ihr tägliches Leben. Wenn Sie Gemüse oder Wasser einkaufen, Sie verwenden WeChat Pay. Wenn Sie einen Bus nehmen wollen, benutzen Sie die WeChat-App. Für Chinesen ist Ihr Account so etwas wie ein Personalausweis. Man kommt nicht umhin, WeChat zu benutzen. Man hat keine Wahl. Und genau hier auf WeChat ist Wang Zhizhen blockiert. Sogar sein Gesicht wird auf chinesischen Medien zensiert. Wang Zhizhen sagt, sobald ein Freund oder eine Freundin ein Foto von ihm hochlade, werde es gelöscht. Als Backup beginnt er seine Videos ab Anfang März auf YouTube hochzuladen. Dort hatte er schon seit 2011 einen Account, nutzt den aber kaum. Jetzt wird die zu Google gehörende Plattform zu seinem wichtigsten Sprachrohr. Dort hat sich Wang Zhizhen jetzt auch mit anderen Videobloggern zusammengetan. Sie haben eine Union gegründet. Wer dabei ist, sagt er nicht, zum Schutz der Beteiligten. Ihr Ziel ist Öffentlichkeit. Wird einer der Gruppe geblockt, posten die anderen dessen Content. Doch diese Strategie hat einen gewaltigen Haken. In China gibt es kein YouTube. Seine Videos können nur Exilchinesen sehen. Der chinesische Staat hat ihn mit der Zensur im Land selbst kaltgestellt. Die staatliche Verfolgung hört damit für Wang Zhizhen aber nicht auf. Ich würde sagen, es geht nicht nur um Zensur. Es ist eine Strategie. Sie tun alles, um dich geistig zu zerstören. Inzwischen bekommt Wang Zhizhen täglich Hassnachrichten, Anrufe, besonders nachts, Videos, in denen zum Beispiel ein Maskierter ihn als Feind Chinas droht umzubringen. Sie versuchen, dein Gehirn zu waschen. Sie versuchen, ihre Schlussfolgerung zu injizieren in deinen Verstand. Aber wieso soll man auf das hören, was sie einem sagen? Ich habe meinen eigenen Verstand. Dort, wo autoritäre Regime Kritiker mit Einschüchterungen nicht mundtot machen können, greifen sie noch härter durch. Mariam al-Khawajas Vater ist seit 2011 in Bahrain inhaftiert. Er wird gefoltert, aber er überlebt. Schuld. Das Gefühl plagt seine Tochter. Unablässig. Viele Leute fragen mich, was das schlimmste Gefühl der Welt ist. Ich glaube nicht, dass es Angst ist, denn Angst kenne ich. Man hat auf mich geschossen, ich wurde verfolgt und verhaftet, ich war im Gefängnis. Angst ist schrecklich, aber sie ist nicht das schlimmste Gefühl der Welt. Das schlimmste Gefühl der Welt ist die Hilflosigkeit.
wenn man weiß, dass jemandem, den man liebt, Schaden zugefügt wird und man nichts dagegen tun kann. Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Familie nicht beschützen konnte. Ich konnte meinen Vater nicht beschützen. Wir wussten nicht, ob er noch lebte oder schon tot war. Im Gefängnis geht er aus Protest gegen seine Haftbedingungen immer wieder in den Hungerstreik. 2014 droht er zu sterben. Da beschließt Mariam Al-Khawaja, nach Bahrain zu reisen. Sie wird verhaftet. Direkt am Flughafen. Es waren 4 Polizistinnen, die mich angegriffen haben. Sie haben mich getreten und geschlagen. Sie packten meinen Arm und zogen mehrmals. Es gab einen Ruck. Mein Schultermuskel riss. Ich habe immer noch Schmerzen in meiner Schulter. Selbst jetzt kann ich meinen Arm nicht nach unten bewegen. Danach steckten sie mich in einen Raum. Wir nannten es den Gefrierschrank. Die Klimaanlage auf die höchste Stufe. Über Stunden. Der Raum, in dem die Polizei Mariam Al-Khawaja gefangen hielt, verwandelte sich in einen Eisschrank. Sie sagten mir immer wieder, du wirst nie mehr rauskommen. Ich sei nach dem Terrorismusgesetz angeklagt und das könnte zu einer lebenslangen Haftstrafe führen. Und dann, nach 3 Wochen, kommt Mariam Al-Khawaja doch frei und darf das Land verlassen. Ihre Beziehungen unter anderem zur UN und zur US-Politik schützen sie. Das macht sie dankbar und wütend, denn sie darf entkommen, ihr Vater und andere aber nicht. Der Gedanke an sie befeuert ihren Widerstand. Ich weiß, dass einige Leute meinen Vater aus dem Gefängnis holen könnten, wenn sie wollten. Dass ihr Kampf ihrem Mann die Freiheit bringen könnte, das hofft auch Stella Assange. Die Anwältin will jetzt Berufung einlegen gegen seine Auslieferung in die USA und dabei alle juristischen Möglichkeiten ausschöpfen. Sollte sie scheitern, wird Julian Assange spätestens 28 Tage später in die USA geflogen. Wissen Sie, man braucht Pessimismus des Intellekts, aber Optimismus des Herzens, nicht wahr? Trotz aller Bedrohungen will Denis Shadow den russischen Staat weiter mit seinen Veröffentlichungen unter Druck setzen, Menschenrechte einzuhalten. Für mich geht es dabei nicht um Opferbereitschaft. Es geht vielmehr darum, mir bereitet es Freude, wenn ich etwas tun kann, die Situation verbessern kann. Und Wang Zhijian vertraut darauf, dass seine Rebellion gegen den chinesischen Propagandaapparat zumindest andere aufrüttelt. Menschen, die nie frische Luft atmen, sind Gehirnwäsche gewöhnt. Aber wenn Menschen einmal wach sind, wird es fast unmöglich sein, sie wieder einzuschläfern.